Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Stadtgeflüster. Heute sprechen wir darüber, wie man in einer neuen Stadt die ersten Gespräche führt. Freut euch auf spannende Tipps. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts zu verpassen. Also, nachdem wir im letzten Abschnitt über die verschiedenen Wohnungen gesprochen haben, würde ich sagen, es ist an der Zeit, sich über unsere Wohnorte auszutauschen. Jeder hat ja eine spezielle Verbindung zu dem Ort, an dem er lebt, oder? Absolut. Ich finde, der eigene Wohnort prägt einen ganz stark. Manchmal ist es die Landschaft, manchmal die Menschen oder die besonderen Traditionen. Wo lebst du denn gerade? Ich wohne in einer kleinen Stadt am Rhein. Es ist wirklich schön dort, besonders im Frühling, wenn die Bäume blühen und man am Fluss entlang spazieren kann. Und du? Oh, das klingt idyllisch. Ich lebe in einer Großstadt. Es ist immer etwas los. Und die Vielfalt der Kulturen, die hier aufeinandertreffen, ist faszinierend. Man hat alles direkt vor der Haustür. Ja, die Stadt hat sicherlich ihren Reiz, aber gibt es etwas, das du manchmal aus einer kleineren Stadt vermisst? Definitiv die Ruhe. In der Stadt ist es oft laut und hektisch. Manchmal sehne ich mich nach einem ruhigeren Umfeld, besonders wenn ich einfach abschalten möchte. Das verstehe ich. In meiner Stadt gibt es zum Glück viele Parks und grüne Flächen. Das hilft, den Alltag etwas entspannter zu gestalten. Wie ist es bei dir mit der Natur? Wir haben einige Parks, aber die sind oft überlaufen. Allerdings gibt es tolle Ausflugsziele außerhalb der Stadt, die man gut erreichen kann. Ein Tagesausflug ins Grüne ist immer eine willkommene Abwechslung. Das hört sich gut an. Wie steht es mit der Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel? Das ist in einer Großstadt sicher ein großer Vorteil, oder? Auf jeden Fall. Die U-Bahn fährt alle paar Minuten und es gibt Busse und Straßenbahnen. Man kommt schnell von einem Ort zum anderen, was das Leben sehr praktisch macht. Das klingt praktisch. In meiner Stadt fahren die Busse nicht so häufig, aber man kann vieles zu Fuß erreichen. Das hat auch seine Vorteile. Auf jeden Fall. Ich finde, jeder Wohnort hat seinen eigenen Charme. Egal ob Stadt oder Land, wichtig ist, dass man sich wohlfühlt und die Umgebung zu einem passt. Da stimme ich dir zu. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die einen Ort besonders machen, sei es der nette Nachbar von nebenan oder die kleine Bäckerei um die Ecke. Genau. Und ich glaube, das prägt unsere Erinnerungen an einen Ort. Hast du einen Lieblingsplatz in deiner Stadt? Ja, definitiv. Es gibt einen alten Marktplatz, wo regelmäßig ein Wochenmarkt stattfindet. Dort treffe ich oft Freunde und wir trinken einen Kaffee zusammen. Und du? Mein Lieblingsplatz ist wahrscheinlich die kleine Buchhandlung im Viertel. Sie hat eine tolle Auswahl und eine gemütliche Atmosphäre. Ein echter Rückzugsort inmitten der Großstadthektik. Das klingt traumhaft. Ich glaube, es ist wichtig, solche Orte zu haben, die einem ein Gefühl von Heimat und Geborgenheit geben, egal wo man lebt. Absolut. Und ich denke, das macht unser Leben in unseren Wohnorten so besonders.
Egal, ob man in einer großen Metropole oder in einem kleinen Dorf lebt, es sind die Erlebnisse und Erinnerungen, die zählen. Nachdem wir über unsere Wohnorte gesprochen haben, fällt mir auf, wie wichtig es ist, sich in der Umgebung gut zurechtzufinden. Gerade wenn man neu in einer Stadt ist, kann es herausfordernd sein, die richtigen Wege zu finden. Ja, das kenne ich nur zu gut. Am Anfang kann es überwältigend sein. Wie gehst du vor, wenn du in einer neuen Stadt nach dem Weg fragen musst? Hast du einen speziellen Tipp? Ich versuche immer freundlich und klar zu sein. Wenn ich jemanden auf der Straße anspreche, sage ich oft: Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? Und dann erkläre ich kurz, wohin ich möchte. Das klingt nach einer guten Strategie. Ich finde, es hilft auch, sich vorher ein paar wichtige Wörter einzuprägen, wie rechts, links oder geradeaus. Damit kommt man oft schon weit. Absolut. Und wenn man in einem Café oder Geschäft nach dem Weg fragt, ist es oft auch eine gute Gelegenheit, mit den Einheimischen ins Gespräch zu kommen. Manchmal bekommt man sogar noch zusätzliche Tipps. Das stimmt. Einmal habe ich nach einem bestimmten Museum gefragt und wurde auf einen schönen Park in der Nähe hingewiesen, den ich sonst nie entdeckt hätte. Solche Begegnungen sind immer bereichernd. Genau. Solche Tipps sind oft Gold wert, aber es gibt auch technische Hilfsmittel. Nutzt du Apps oder Karten, um dich zu orientieren? Ja, ich nutze oft Karten-Apps auf dem Handy. Aber ich finde, es ist trotzdem gut, einen groben Überblick zu haben, falls die Technik mal versagt. Nichts geht über einen klassischen Stadtplan. Ja, ein Stadtplan kann manchmal wirklich hilfreich sein, besonders wenn das Handy-Akku leer ist. Und es macht Spaß, die Stadt auf diese Weise zu entdecken. Auf jeden Fall. Manchmal ist es auch gut, einfach loszulaufen und die Umgebung auf eigene Faust zu erkunden. Man entdeckt oft Dinge, die auf keiner Karte verzeichnet sind. Das stimmt. Und wenn man sich mal verläuft, kann das auch eine Chance sein, neue Ecken kennenzulernen. Wichtig ist, nicht in Panik zu geraten. Ja, und manchmal führt ein Umweg zu den besten Abenteuern. Einmal habe ich auf diese Weise ein kleines, verstecktes Café gefunden, das jetzt zu meinen Lieblingsplätzen gehört. Das klingt wunderbar. Ich denke, das zeigt, dass man beim Erkunden einer neuen Umgebung offen sein sollte. Es gibt immer etwas zu entdecken und manchmal sind es die kleinen Umwege, die das Reisen besonders machen. Richtig. Es ist toll, wie viele Möglichkeiten es gibt, eine Stadt oder ein Dorf zu erkunden. Ob durch Gespräche mit den Einheimischen oder durch eigene Erkundungen, das macht den Reiz des Reisens aus. Ja, und es eröffnet einem oft neue Perspektiven, egal ob man in einer neuen Stadt lebt oder nur zu Besuch ist. Die Erfahrungen prägen einen und erweitern den Horizont. Genau. Und ich finde, es ist wichtig, neugierig zu bleiben und sich auf das Abenteuer einzulassen. So entdeckt man die Welt immer wieder neu. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht, als ihr in einer neuen Stadt nach dem Weg gefragt habt? Habt ihr vielleicht interessante Orte oder nette Menschen kennengelernt? Erzählt doch mal von euren Erlebnissen.
Nachdem wir darüber gesprochen haben, wie man sich in einer neuen Umgebung zurechtfinden kann, finde ich es spannend, wie unterschiedlich die Eindrücke von verschiedenen Orten sein können. Was denkst du, macht das aus? Ich glaube, es sind oft die kleinen Details, die einen Ort besonders machen. Zum Beispiel, wie die Luft riecht oder welche Geräusche man hört. Hast du einen besonderen Ort, der dir in Erinnerung geblieben ist? Ja, in Rom war ich von der Architektur beeindruckt. Die alten Gebäude und die Geschichte, die man spüren kann, das hat mich sehr fasziniert. Es ist ganz anders als in einer modernen Stadt wie Frankfurt. Das klingt toll. Ich finde es faszinierend, wie jede Stadt ihre eigene Atmosphäre hat. In Tokio zum Beispiel ist alles so lebendig und bunt, während Stockholm eher ruhig und entspannt wirkt. Hast du auch solche Kontraste erlebt? Absolut. In Paris fand ich die Kombination aus Eleganz und hektischem Treiben spannend. Und im Gegensatz dazu ist ein Dorf in der Provence so friedlich und gelassen. Diese Unterschiede machen das Reisen so interessant. Ja, und oft sind es auch die Menschen, die den Charakter eines Ortes prägen. In Barcelona habe ich die offene und fröhliche Art der Leute geschätzt. Sie haben immer ein Lächeln auf den Lippen. Wie geht es dir damit? Das stimmt. Ich denke, die Begegnungen mit Menschen beeinflussen auch stark, wie man einen Ort wahrnimmt. In Amsterdam fand ich die Offenheit und Toleranz der Menschen beeindruckend. Das gibt einem ein gutes Gefühl. Und was ich auch spannend finde, ist, wie man selbst auf verschiedene Orte reagiert. Manchmal fühlt man sich sofort wohl und manchmal braucht es etwas Zeit, um sich einzuleben. Hast du das auch erlebt? Ja, das kenne ich. In London habe ich mich sofort willkommen gefühlt, vielleicht wegen der Vielfalt und der vielen Kulturen. In anderen Städten hat es länger gedauert, bis ich mich zurechtgefunden habe. Das zeigt, wie unterschiedlich unsere Eindrücke sein können. Und letztendlich lernt man auch viel über sich selbst, wenn man neue Orte entdeckt. Man merkt, was einem wichtig ist und worauf man Wert legt. Genau. Und ich finde, es ist eine Bereicherung, verschiedene Perspektiven kennenzulernen. Man erweitert seinen Horizont und lernt, Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ja, und manchmal sind es die Vergleiche, die einem helfen, den eigenen Lieblingsort zu finden. Wenn man viele Orte gesehen hat, weiß man besser, was man schätzt und wo man sich am wohlsten fühlt. Das stimmt. Und selbst wenn man an einen Ort zurückkehrt, den man schon kennt, nimmt man oft neue Eindrücke mit, weil man sich selbst weiterentwickelt hat. Richtig. Es ist spannend, wie sich die Wahrnehmung ändern kann. Orte, die man früher mochte, wirken plötzlich anders und manchmal entdeckt man neue Lieblingsplätze. Ja, und das macht das Reisen und Entdecken so spannend. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken und jeder Ort hat seinen eigenen Charme. Man muss nur offen dafür sein. Welcher Ort hat bei dir einen bleibenden Eindruck hinterlassen und warum? Nachdem wir über unterschiedliche Eindrücke gesprochen haben, frage ich mich, wie man in einer neuen Umgebung Kontakte knüpfen kann. Hast du da Tipps? Ja,
Das ist ein spannendes Thema. Ich denke, es ist wichtig, offen und neugierig zu sein. Man kann zum Beispiel in ein Café gehen und mit dem Barista ins Gespräch kommen. Das stimmt. Oft sind es die kleinen Gespräche, die den Alltag bereichern. In Parks oder auf Märkten kann man auch gut mit Leuten ins Gespräch kommen. Was meinst du? Absolut. Besonders wenn man ein gemeinsames Interesse entdeckt, ist das ein guter Einstieg. Sportkurse oder lokale Vereine sind auch tolle Orte, um neue Leute kennenzulernen. Ja, und was ich auch hilfreich finde, ist, an Veranstaltungen teilzunehmen. Konzerte, Ausstellungen oder lokale Feste bieten viele Gelegenheiten, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Genau. Und manchmal hilft es auch, ein bisschen aus der eigenen Komfortzone herauszutreten. Vielleicht einfach mal jemanden ansprechen, der sympathisch wirkt. Das stimmt. Und oft sind die Menschen auch offen und freuen sich über ein Gespräch. Man muss sich nur trauen, den ersten Schritt zu machen. Hast du das schon erlebt? Ja, in einer neuen Stadt habe ich mal jemanden nach dem Weg gefragt und wir sind ins Gespräch gekommen. Es hat sich herausgestellt, dass wir gemeinsame Interessen haben und Freunde geworden sind. Solche Begegnungen sind toll. Und wenn man die Sprache des Landes spricht, in dem man sich befindet, ist das oft ein Türöffner. Es zeigt, dass man Interesse an der Kultur hat. Das sehe ich auch so. Selbst wenn es nur ein paar Sätze sind, die man kann, wird das oft positiv aufgenommen. Und durch das Sprechen lernt man auch ständig dazu. Genau. Und manchmal sind es auch die kleinen Gesten, die Verbindungen schaffen. Ein Lächeln oder ein nettes Wort können schon viel bewirken. Ja, und Geduld ist auch wichtig. Manchmal dauert es ein wenig, bis sich echte Freundschaften entwickeln, aber die Investition lohnt sich in den meisten Fällen. Und was hältst du von sozialen Medien? Sie bieten ja auch Möglichkeiten, Menschen mit ähnlichen Interessen zu finden. Definitiv. Online-Gruppen oder Foren sind eine gute Ergänzung, um Kontakte zu knüpfen, besonders wenn man neu in einer Stadt ist und nach Gleichgesinnten sucht. Richtig, aber ich denke, der persönliche Kontakt ist dennoch unersetzlich. Die digitale Welt kann den ersten Schritt erleichtern, aber echte Freundschaften entstehen meist offline. Da bin ich ganz deiner Meinung. Und letztendlich ist es wichtig, authentisch zu bleiben und zu zeigen, wer man wirklich ist. Dann ziehen sich oft die richtigen Menschen an. Ja, das ist ein guter Punkt. Und auch mal zuzuhören, statt nur zu reden, kann helfen, eine tiefere Verbindung aufzubauen. Genau. Jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen und oft lernt man durch solche Gespräche auch viel über sich selbst. Das stimmt, und es ist schön zu sehen, wie sich durch solche Kontakte der eigene Horizont erweitert. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war eine tolle Reise durch das Thema Kontakte im Alltag knüpfen. Wir hoffen, unsere Tipps waren hilfreich. Bitte hinterlasst einen Kommentar mit euren Erfahrungen oder Lieblingsworten aus unserem Podcast. Ja, wir freuen uns sehr über euer Feedback.
Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, klickt auf die Glocke, um keine Folge zu verpassen und gebt uns ein Like, wenn euch diese Episode gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Die Architektur. Die Architektur in Rom hat mich sehr fasziniert. Die Architektur alter Gebäude erzählt oft Geschichten aus der Vergangenheit. Der Horizont. Reisen erweitert den eigenen Horizont. Ein weiter Horizont hilft, Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Der Kontrast. Paris zeigt einen interessanten Kontrast aus Eleganz und Hektik. Dieser Kontrast macht die Stadt besonders spannend. Die Atmosphäre. Jede Stadt hat ihre eigene Atmosphäre. In Tokio ist die Atmosphäre lebendig und bunt, während sie in Stockholm ruhig wirkt. Die Komfortzone. Es ist wichtig, die eigene Komfortzone zu verlassen. Außerhalb der Komfortzone entstehen oft neue Kontakte und Erfahrungen.